Herzlich willkommen zum Interview Ihrer Redaktion Messweb und DriveSep. Heute sind wir zu Gast bei der Firma Fraba in Köln. Und ja, bei mir ist jetzt Klaus Matzka. Und ja, Herr Matzka, schön, dass Sie heute im Interview Zeit für uns haben. Vielen Dank, dass Sie da sind bei uns. Ja, Fraba Multiturn-Encoder kommen ja bei dem Unternehmen Maxon Motor in deren Kleinstantrieben zum Einsatz. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Projekt? Ja, also die Firma Maxon ist auch auf der Suche gewesen nach einem kompakten Sensor, 22 mm Durchmesser, weil die Kleinstmotorserie von Maxon genau dieses Maß hat. Und Hauptaugenmerk bestand darin, ein absolut messendes System zu haben, vor allen Dingen Multiturn. Gängig am Markt sind ja batteriegepufferte Systeme oder Inkrementallösungen. Und da haben wir uns ja am Markt ein gutes Renommee erarbeitet, was dieses Energy Harvesting anbelangt. Wir stellen selber diese Energiekraftwerke her. Und für uns war jetzt das Hauptaugenmerk, von unserem bestehenden Produkt 36 mm das runterzubrechen auf 22 mm. Und neben Maxon haben wir natürlich auch andere Unternehmen angesprochen, weil wir uns gedacht haben, wenn wir jetzt mit einem Produkt anfangen und das entwickeln, dann sollte es nicht am Markt vorbei entwickelt sein, sondern genau dafür zugeschnitten. Also für die Kleinstantriebe und damit wir also nicht mehrere Iterationsschritte haben, also mit einem Produkt am Markt gehen und dann kommen die Kundenwünsche an uns herangetragen und dann haben wir zig Modifikationen durchzuführen und das führt natürlich dann zu einer verlängerten Entwicklungszeit. Man hat nicht das Time to Market erreicht und die Entwicklungskosten können ausufern. Und deswegen ist natürlich wichtig, den Kunden möglichst früh anzusprechen, den Zielkunden mitzunehmen und das Produkt dann geeignet zu entwickeln. Sie haben schon die Verwendung der Vigant-Technologie, des Vigant-Drahtes erwähnt. Auch dadurch die resultierende kleine Baugröße letztendlich mit 22 Millimetern. Waren das so die einzigen Vorteile oder wo lag der Hauptschwerpunkt denn auch für Maxon letztendlich drauf? Also die kleine Bauform als auch der Vigant-Sensor, das war das Hauptaugenmerk. Darüber hinaus haben wir aber auch einen hochauflösenden Singleturn-Teil. Das heißt, wir können bis zu 17-Bit auflösen. Das ist auch ein Novum auf dem Markt. Und dazu dann aber nicht nur die Auflösung hochzutreiben, sondern auch in Einklang mit einer hohen Genauigkeit. Und hier hat Maxon durch uns auch einen Quantensprung erreicht. Also wir reden hier also über Faktor 5 bis 10 bei der Genauigkeit, die wir hier auch zu einer Verbesserung beitragen konnten für das Komplettsystem, Antrieb und Sensorik. Jetzt gehört ja in so einem Kundenprojekt auch jede Menge Engineering dazu. Wie konnten Sie denn da Maxon unterstützen? Ja, indem wir uns jetzt auch speziell auf die geometrischen Anforderungen einlassen konnten. Ja, wir konnten uns also dort optimal abstimmen. Es geht aber nicht nur um die reine Integration, man muss hier die ganze Kette sehen, nämlich auch die Fertigung. Wie kann man das Produkt in einer entsprechend kurzen Zeit fertigen, sicherstellen, dass die Qualitätsansprüche eingehalten werden. Die sind natürlich sehr hoch, auch bei einem renommierten Unternehmen namens Maxon. Und ja, das konnte alles umgesetzt werden. Ja, um die Herausforderungen dort anzunehmen, haben Sie auch gerade diese 22 mm entwickelt. Ja. Auf der anderen Seite spielt natürlich der Vigant-Draht für Fraba schon lange eine entscheidende Rolle auch. Ist denn Fraba jetzt mit diesem neuen Produkt, auch mit dem neuen 22 mm Kit, an die Grenzen, an die physikalischen Grenzen gestoßen? Also es war eine sehr hohe Anforderung an uns. Wir mussten in neue Werkzeuge investieren, wir mussten das Design überarbeiten auf unserer Platine. Es hatte einen außerordentlich hohen Anspruch. Das hat auch einen großen Anteil unserer Entwicklungszeit ausgemacht, muss man definitiv so sagen. Um aber jetzt auch zu vermeiden, dass man auch hier mehrmals Werkzeuge entwickeln muss, mehrere Designs bei den Platinen, haben wir natürlich auch versucht, diesen Vigant-Sensor zu modellieren. Wir haben dazu spezielle Simulationsprogramme und da haben wir sehr viel an Investment reingesteckt und das können wir jetzt in der Form nutzen, weil wir sehen, dass unsere Modellierung nachher mit der Realität nahezu übereinstimmt. Wir haben also sehr viel investiert, aber dieses Investment können wir jetzt für zukünftige Entwicklungen wieder uns zunutze machen. Ja. Und da haben wir einen enormen Kompetenzgewinn. Gibt es denn zukünftige Überlegungen, ein noch kleineres Kit zu entwickeln?
Und wenn ja, was macht überhaupt Sinn und dann für welche Märkte wäre das überhaupt interessant? Ja, also ich denke, mit 22 sind wir schon wirklich an der Spitze angekommen. Wir werden jetzt als nächsten Schritt natürlich das Produkt in den Markt einführen. Dann gibt es natürlich die Ramp-up-Phasen bei den Kunden. Es gibt natürlich auch Überlegungen bei uns, das noch weiter zu optimieren. Ich denke, bei der Baugröße des Kits bleiben wir erstmal da, Einführung am Markt. Aber im Hinblick auf den Vigant-Sensor eine andere Bauform anzubieten, da gibt es schon bei uns Überlegungen und auch Bestrebungen, das in der Tat dann umzusetzen. Und wenn man darüber hinausgeht, auch noch eine höhere Energiebilanz aus dem Sensor rauszunehmen, ist ja auch nochmal ein weiterer Aspekt bei uns, der parallel läuft für Industrial Internet of Things. Und da ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Was auch von Interesse sein wird, ist der Safety Singleton-Teil. Also das steht auch ganz klar bei uns auf der Agenda. Ja, Sie sprachen ein tolles Thema an, IoT, auch das Thema Software ist natürlich entscheidend, gerade bei Encodern heute. Ja, was hat sich denn hier in der Entwicklung getan, gerade bei dem 22-Meter-Kit und ja, welche Wünsche stellt sich der Kunde, oder stellt der Kunde an Sie als Unternehmen, als Hersteller? Ja, also wir haben ja unsere Produkte, die Kit-Encoder, schon vor 3, 4 Jahren am Markt eingeführt. Und insofern haben wir schon einen sehr guten Kenntnisstand, was der Markt von einem Sensor fordert. Und für uns stand da im Hauptaugenmerk, dass wir den Migrationspfad von 36 auf 22 mm für den Kunden einfach ermöglichen. Sprich, wenn er schon unsere Sensoriken kennt und er will eine kleinere Bauform integrieren, ist es hiermit ohne weiteres möglich, als auch der Neueinstieg in die 22 mm Technologie. Softwarefunktionen kann man sagen, wir haben ein Drehgeberprofil für bis C implementiert. Wir haben daneben noch die SSI-Schnittstelle. Und um sicherzustellen, dass der Kunde die auch ohne Probleme integrieren kann, haben wir unsere Produkte auch zertifizieren lassen von einem unabhängigen Institut. Ja, wir dürfen also gespannt sein, was sich im Bereich der Encoder noch tut im Markt. Bei Fraba auch natürlich ganz klar. 22 mm, haben wir gehört, ist so die Grenze im Moment, auch vielleicht die physikalische Grenze, das wird man sehen. Ja, wir sind gespannt, was sich dort tut und ja, ich sage ganz lieben Dank fürs Gespräch heute. Klaus Matzker von der Firma Fraba in Köln.